Sind Sie bereit für atemberaubende Verfolgungsjagden der Polizei? Ein Verdächtiger wurde mit 90 Meilen pro Stunde gefasst. Ein gestohlener Lamborghini wurde in 2 Teile geteilt. Ein bewaffneter Verbrecher ergab sich nach einem SWAT-Einsatz. Die 12-minütige Verfolgungsjagd endete auf einem McDonalds-Parkplatz. Maskierte Banden verwandelten die Gegend mit Hausdurchsuchungen in ein Schlachtfeld. Dieses Video ist voller Adrenalin und Action. Wenn Sie bereit sind, lassen Sie uns beginnen. TBI. Roll over. Roll over. Start 1016. Am 24. Oktober 2025 um 13:19 Uhr wurden Alarm wegen eines gestohlenen Jeep Gladiator auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Little Rock ausgelöst. Die Polizei von Little Rock teilte mit, dass sich eine Essig 9 mm Pistole im Fahrzeug befand und die verdächtige Frau möglicherweise bewaffnet war. Laut GPS-Daten fuhr das Fahrzeug von der I-630 auf die I-530 und von dort über die US-167 in Richtung Grant County. TBI. Roll over. Roll over. Start 1016. Kurz darauf entdeckte Trooper Alex Bratton von der Arkansas State Police das Fahrzeug in der Nähe des Gillette Trail, als es mit einer Geschwindigkeit von 85 Meilen pro Stunde fuhr. Als er die Sirenen und Blaulichter einschaltete, weigerte sich die Fahrerin anzuhalten, schüttelte den Kopf und begann über den Seitenstreifen zu fliehen. Die Verfolgung wurde mit hoher Geschwindigkeit auf der US 167 fortgesetzt und Bratton brachte das Fahrzeug mit einem TVI-Manöver an geeigneter Stelle von der Straße ab. Nachdem der Jeep umgekippt und zum Stillstand gekommen war, wurde die verdächtige Paige S. Flood festgenommen und zur Behandlung ins UAMS-Krankenhaus gebracht. Am frühen Morgen des 23. Oktober 2025 gegen 4:22 Uhr stellte CPL Ben Ibarra von der Arkansas State Police bei einer Radarkontrolle auf der I-630 in westlicher Richtung in der Nähe der Ausfahrt University Avenue fest, dass ein GMC Sierra, Baujahr 1984, mit einer Geschwindigkeit von 80 Meilen pro Stunde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Meilen pro Stunde überschritt. Westbound Cantrell. TBI. You see your hands, dude. Show me your hands. Show me your fucking hands! Put them up! Put them up! Put your hands up! Als Ibarra die Sirenen einschaltete, bremste der Fahrer abrupt, Brake-Check, und wechselte die Spur, um auf den Gehweg zu fahren, wobei er gefährliche Manöver ausführte. Die Verfolgungsjagd setzte sich auf der Cantrell Road fort, wo der morgendliche Berufsverkehr noch nicht eingesetzt hatte. Um eine Eskalation der Gefahr zu verhindern, griff Ibarra entschlossen ein und konnte das Fahrzeug stoppen. Der Fahrer wurde als Vernon N. Jones, Little Rock, identifiziert. Er versuchte aus dem Fahrzeug zu fliehen, wurde jedoch schnell überwältigt und festgenommen. Mobilized and successful. Am Morgen des 24. Oktober 2025 gegen 7:45 Uhr wurden die Polizei von Union City zu einem Einsatzort gerufen, nachdem bewaffnete Verdächtige vor einem Haus gesichtet worden waren. Erste Informationen deuteten auf eine mögliche Kindesentführung hin. Doch kurz darauf stellte sich heraus, dass das Kind in Sicherheit war und es sich tatsächlich um einen gescheiterten Einbruch handelte. Eine junge Frau, die die Verdächtigen vor ihrem Haus bemerkte, rannte sofort hinein und alarmierte ihre Familie. Die Angreifer flohen daraufhin schnell. 33, Houston 33.
1033 for Mary 33. Einen Tag später, am 25. Oktober 2025 um 16:20 Uhr, ging erneut eine Meldung über einen ähnlichen bewaffneten Hausüberfall ein. Diesmal in der Park Faith Lane in Modesto. 4 maskierte Angreifer nahmen die Familie mit Waffengewalt als Geiseln. Doch die Polizeibeamten, die zum Tatort eilten, konnten die Verdächtigen auf der Flucht festnehmen und mehrere Waffen beschlagnahmen. Unter den Festgenommenen befanden sich 3 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, sowie der 22-jährige Benjamin Vasquez aus Stockton. Im Rahmen der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass diese Gruppe auch mit dem ersten Überfall in Union City in Verbindung steht. Die Polizei bestätigte, dass bei beiden Vorfällen dasselbe Fahrzeug verwendet wurde und dass dieses Fahrzeug in einem in den sozialen Medien geteilten Video zu sehen war. Dies hat eine neue Entwicklung in Kalifornien ins Rampenlicht gerückt, bei der organisierte Jugendbanden Einbrüche in Privathäuser über soziale Medien planen und zeigen. Yo, move. Put your hands on top of your head now. If you feel Bill, do not chase him. Let the dog get him. I want you to block off traffic so we don't get a T-bone collision if he comes through here. Am frühen Morgen des 31. Oktober 2025 wurde das Sheriff-Büro von Thurston County alarmiert, weil in der Nähe des Old Highway 99 ein großer Einbruchversuch gemeldet worden war. Ein Nachbar hatte bemerkt, wie der Verdächtige in ein Geschäft eindrang und die Türen aufbrach, um einen Traktor zu stehlen. Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie einen aufgeschnittenen Drahtzaun, einen stark beschädigten Lagerraum und einen flüchtenden weißen Lieferwagen vor. Die Verfolgung wurde sofort aufgenommen. Move, I'm gonna grapple him. Which way on Old 99? In Deutschland geht die Polizei in solchen Fällen in der Regel vorsichtiger vor. Beispielsweise wird das Gebiet vollständig abgesperrt, bevor SWAT-ähnliche Spezialeinheiten zum Einsatz kommen. Wie jedoch in den USA zu beobachten ist, wenden die Beamten vor Ort deutlich aggressivere Taktiken an und setzen Grappler- und K9-Einheiten aktiv ein. Dieser Unterschied erhöht zwar die operative Geschwindigkeit der amerikanischen Polizei, steigert jedoch auch das Risiko erheblich. Westbound 183rd, speeds of 70, roads are dry, ease in oncoming. No traffic. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Radio 1213's got spikes on way here to overpass approaching case. Spikes 183rd over, cross pass approaching case. Continuing westbound. Approaching township. Speeds are 80. Radio 1213 spikes, case 23rd. Good spike 183rd and case. Die Chehalis Tribal Police verlangsamte das Fahrzeug mit einem erfolgreichen Reifen-Panne-Manöver. About 3 K9s are in the pursuit. K9's in the pursuit. If you feel Bill, do not chase him. Let the dog get him. I want you to block off traffic so we don't get a T-bone collision if he comes through here. Good grapple, good grapple. Location 18731 Nutmeg. 1873. Stop traffic. Anschließend gelang es dem TCSO Sergeant, den Pickup mit einem speziellen Grappler-System anzuhalten. Doch der Verdächtige sprang aus dem Fahrzeug und floh in ein Waldgebiet. Clear the car, clear the car. I don't see him, track. Car's clear. Okay, up to the right. Went to the right. Okay. Okay. K9, Mani und sein Trainer wurden bei der Verfolgung des Verdächtigen angegriffen.
Der Verdächtige schoss auf sie. Die Teams zogen sich zurück, sicherten die Umgebung mit AR-15-Gewehren und riefen SWAT-Teams zum Einsatzort. Kurz darauf fand K. 9 Arco von der Polizei von Olympia den Verdächtigen im Gebüsch. Sheriff Sanders kam persönlich zum Tatort und führte etwa 30 Minuten lang Verhandlungen mit dem Mann. Der Verdächtige drohte: Ich werde diese Waffe nur fallen lassen, wenn ich den Abzug betätigt habe, gab aber schließlich seine Waffe auf und ergab sich. 1083 requesting a unit code 100, one west of Yolanda with the spike strips. He's got me inside the capacity. Am Morgen des 6. April 2024 gegen 4:58 Uhr bemerkten Streifenpolizisten der West Valley Division auf dem Sherman Way in westlicher Richtung einen grauen Lamborghini Huracan aus dem Jahr 2019, der an einer roten Ampel stand. Der Fahrer des Fahrzeugs, der 51-jährige Elliot Dugan, schien eingeschlafen zu sein. Die Polizisten fuhren sofort mit ihrem Streifenwagen hinter den Lamborghini und begannen, als die Ampel auf grün sprang, mit Sirenen die Verkehrskontrolle. Ein weiteres Team, das in derselben Gegend auf Streife war, schaltete sich zur Unterstützung ein. 2827 Southwest and approaching Moore Park at 37. How's it going, sir? How's it going, man? Good, good, good. You have a driver's license on you? And registration for the vehicle? Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis stellte sich heraus, dass Dugan wegen mehrerer schwerer Straftaten gesucht wurde und der Lamborghini gestohlen war. Die Polizei forderte Dugan wiederholt auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Doch Dugan weigerte sich, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Wenige Minuten später gab er plötzlich Gas und versuchte zu fliehen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und es kam zu einer Hochgeschwindigkeitsjagd. Requesting a unit code 100, one west of Yolanda with the spike strips. Where's he going? You might. We'll get it. 1083, 1047, pursuit of stolen vehicle. It's going Venus crash, ETC. Vehicle STC on Sherman Way. And Van Alden. There's no frequency, stand by, 1047 is in pursuit, 1077. He's got me inside the capacity. Nur wenige Sekunden nach Beginn der Verfolgungsjagd verlor Dugan die Kontrolle über den Lamborghini. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke, stieß gegen mehrere Bäume und zerbrach durch die Wucht des Aufpralls in 2 Teile. Dugan wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und mehrere Meter weit weggeworfen. Die Einsatzkräfte fanden ihn auf einem nahegelegenen Gehweg. Aber die Sanitäter der LAFD stellten fest, dass er noch am Unfallort verstorben war. Die Trümmerteile des zerbrochenen Fahrzeugs beschädigten auch mehrere in der Umgebung geparkte Autos. Was hätten Sie getan? Wäre in einer solchen Situation die vorsichtige Taktik Deutschlands oder das direkte Eingreifen der USA die richtige Entscheidung gewesen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um jede Woche neue echte Verfolgungsjagden der Polizei zu sehen. Der 64-jährige Charles William Moore verursachte eine 12-minütige Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit, als er vor der Polizei von Alberta floh. Der Vorfall begann, als Polizeibeamte Moore einen Haftbefehl zustellen wollten. Als Moore sein Haus am Old Foley Highway erreichte und die Polizei sah, floh er schnell. Die Verfolgung begann in Alberta und führte über Wohnwagenparks, Wohngebiete und belebte Firmenparkplätze bis nach Foley. All right, now we're finna go in the Mallard Point. 301 Winter Orchard, Third Point Trailer Park. All right, 301, he's coming back.
98, headed towards the Beach Express. We're going to turn right and go 1060, just run the red light. We're going towards Foley, westbound on 98. Does have tell anymore. Notify Foley, he's extremely 10-100. I'm on the line with him now. We're past it on. Polizeichef Stan Devane gab an, dass Moore eine Geschwindigkeit von etwa 145 Kilometern pro Stunde erreichte und insbesondere auf Parkplätzen eine große Gefahr darstellte. Wie Sie im Video sehen können, hat er beim Einfahren in die Parkplätze überhaupt nicht abgebremst, sondern ist mit Vollgas zwischen den Lastwagen und Autos hindurchgefahren, sagte Devane. 1020. Pecan Lane. Poplar. To Pecan Street. Get up on him, Ryan. Advised he has tried to strike Chief several times now. Other 300 East Drive, I'll call it 305. He just turned southbound on Stewart Street, south off of 98. South on Stewart Street. 24 south on Stewart. 301's got the lead. This is around 10-8 now. We'll turn on East Perdido Avenue. West on Perdido. It's going to be Pedigo. Therefore, west on Pedigo. 305 south on Jennifer. Wir hatten bereits erwähnt, dass diese Verfolgungsjagd in den USA 12 Minuten dauerte. In Deutschland dauern Verfolgungsjagden der Polizei in der Regel nicht so lange. In Situationen, in denen das Leben der Fahrer gefährdet ist, werden sofort Hubschrauber oder Fernbremssysteme eingesetzt. In den USA, insbesondere in den südlichen Bundesstaaten, zieht es die Polizei jedoch vor, das Fahrzeug physisch zu stoppen. Dieser Vorfall zeigt deutlich den Unterschied in der Herangehensweise der beiden Länder. Die Deutschen handeln strategisch, die Amerikaner direkt. Coming back out on Jennifer. South on Jennifer. West on Hamilton towards 59. West on Hamilton towards 59. South on Bay Street. West on Michigan towards 59. Die Verfolgungsjagd setzte sich in den Seitenstraßen fort. Als sich das Polizeiauto ihm mehrmals näherte, bremste der Fahrer plötzlich ab und bog in eine andere Straße ein. Auf diese Weise wollte er die Polizei abschütteln.
Mal sehen, ob ihm das wirklich gelingen würde. 305 passing behind liquidation outlet. 301 coming towards you. He's looping around Pinner. He's headed back towards the right. Okay, he's turning around on us. He's headed back towards 98. We are southbound on 59. He's in and out of traffic. He's gonna run along the edge of the road. We're in the Winn-Dixie parking lot. If y'all get a chance, put him out. Take him out. It's too dangerous. Take him out. Moore fuhr während der Verfolgungsjagd auf den Parkplatz von Winn-Dixie und stellte damit eine ernsthafte Gefahr für die umliegenden Autofahrer und Fußgänger dar. Daraufhin gab die Vane über Funk die Anweisung, halten Sie das Fahrzeug an. Doch Moore gelang es, durch ein Manöver seitlich gegen das Polizeifahrzeug zu stoßen und zu entkommen. Die Flucht endete kurz darauf auf dem Parkplatz von McDonald's. Der Polizeiwagen rammte Moores Fahrzeug seitlich und brachte es so zum Stehen. Moore stieg aus dem Fahrzeug aus, rannte in den O'Reilly Autoparts-Laden, wurde dort jedoch ohne Zwischenfälle von der Polizei festgenommen. Der Verdächtige befindet sich derzeit im Gefängnis von Baldwin County und hat kein Recht auf Kaution. Gegen ihn wurden zahlreiche neue Anklagen erhoben, darunter Flucht vor der Polizei, gefährliches Fahren und Verkehrsverstöße. Dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde, zeugt von der umsichtigen, aber entschlossenen Vorgehensweise der Polizei. Vergessen Sie nicht, sich für weitere actionreiche Videos anzumelden. Bis bald!